Lektion 1. Erforschung aktueller Ereignisse und bürgerschaftliches Engagement. Hallo Anna, was denkst du über einige der aktuellen Ereignisse in letzter Zeit? Ich bin wirklich neugierig auf deine Meinung. Oh, da ist bestimmt eine Menge los, nicht wahr? Ich habe die Nachrichten ziemlich genau verfolgt und habe einige starke Meinungen zu einigen wichtigen Themen. Wunderbar. Es macht mir immer Spaß, Ihre nachdenkliche Sichtweise auf die Dinge zu hören. Was sind einige der Themen, die Ihre Aufmerksamkeit in letzter Zeit wirklich erregt haben? Nun, eine, die mich besonders beunruhigt hat, ist die anhaltende Debatte über Umweltvorschriften und Klimapolitik. Ah ja, das ist ein großer. Es ist ein so komplexes und polarisierendes Thema, bei dem so viele wichtige Überlegungen eine Rolle spielen. Definitiv. Ich habe viele Kommentare und Analysen gelesen, und ich muss sagen, ich bin ziemlich beunruhigt über den Mangel an Dringlichkeit und konkreten Maßnahmen unserer politischen Führer. Ich höre dich. Es ist frustrierend zu sehen, wie parteiisch und ideologisch der Diskurs über den Klimawandel geworden ist, anstatt sich auf wissenschaftliche Fakten und die Realitäten der Situation zu stützen. Genau. Und mir ist aufgefallen, dass einige Leser der Lokalzeitung Leserbriefe an den Herausgeber geschrieben haben, in denen sie ihre eigenen Ansichten und Bedenken zu diesem Thema zum Ausdruck bringen. Ah, das ist ein gutes Argument. Der Abschnitt Briefe an den Herausgeber kann ein faszinierender Einblick in die vielfältigen Perspektiven und Anliegen der Community sein. Absolut. Es ist ermutigend zu sehen, wie die Bürger die Initiative ergreifen, um ihre Meinung zu äußern und sich für die Veränderungen einzusetzen, die sie sich wünschen. Ich stimme zu. Bürgerschaftliches Engagement und Aktivismus an der Basis sind so wichtig, insbesondere bei Themen wie dem Klimawandel, die eine koordinierte, gesamtgesellschaftliche Reaktion erfordern. Definitiv. Und die Briefe verleihen den Diskussionen oft ein persönlicheres, menschlicheres Element, das über die Schlagzeilen und die politische Rhetorik hinausgeht. Das ist eine großartige Beobachtung. Es ermöglicht ein differenzierteres und einfühlenderes Verständnis dafür, wie sich diese Probleme auf das Leben realer Menschen auswirken. Genau. Und es ist natürlich nicht nur der Klimawandel. Es gibt so viele andere drängende Themen, die den Nachrichtenzyklus dominiert haben. Absolut. Dinge wie die laufenden Debatten über Gesundheits-, Bildungs- und Sozialpolitik, um nur einige zu nennen. Definitiv. Und mir ist aufgefallen, dass in den Briefen an den Herausgeber oft auch solche Themen angesprochen werden, bei denen die Leser ihre persönlichen Erfahrungen und Bedenken teilen. Das ist wirklich interessant. Es muss den Redakteuren und Lesern der Zeitung eine viel umfassendere Perspektive auf die wichtigsten Probleme bieten, mit denen die Gemeinschaft konfrontiert ist. Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit für normale Bürger, sich zu engagieren und ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, nicht nur an Wahlen teilzunehmen. Ich stimme zu. Aktives bürgerschaftliches Engagement ist so wichtig für eine gesunde, funktionierende Demokratie. Absolut. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns alle bemühen, über diese wichtigen Themen auf dem Laufenden zu bleiben und uns zu engagieren, nicht wahr? Definitiv. Eine informierte und engagierte Bürgerschaft ist der Eckpfeiler einer starken, lebendigen Gesellschaft. Gut gesagt. Gut, sollen wir uns eingehender mit einigen dieser aktuellen Ereignisse befassen und sehen, wohin uns das Gespräch führt. Absolut, ich bin ganz Ohr. Dies wird sicherlich eine zum Nachdenken anregende und aufschlussreiche Diskussion sein. Lektion 2. Entdecken Sie versteckte kulinarische Juwelen.
Nun, da ist dieses kleine familiengeführte thailändische Lokal an der Maple Avenue, das ich schon lange ausprobieren wollte. Hast du davon gehört? Oh, du meinst Savade Thai? Ich war tatsächlich schon ein paar Mal dort und es ist absolut köstlich. Wirklich. Ich bin schon ein paar Mal daran vorbeigefahren, aber nie angehalten. Was empfiehlst du, auszuprobieren? Oh, wo fange ich an? Ihr Pad Thai ist nicht von dieser Welt und das Massaman Curry ist ein Traum. So komplexe und authentische Aromen. Wow, das klingt unglaublich. Ich liebe gutes Curry. Der Massaman weckt definitiv mein Interesse. Es ist wirklich so gut. Sie verwenden alle frisch zubereiteten Zutaten und die Portionen sind auch sehr großzügig. Hervorragend, das ist genau mein Ding. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Was hast du dort noch versucht? Nun, ihre Tom-Yum-Suppe ist absolut göttlich. Die perfekte Balance zwischen sauer, scharf und herzhaft. Und der Mango-Klebreis zum Nachtisch ist ein Muss. Mango-Klebreis, hm? Das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich bin ein großer Fan von süß-herzhaften Kombinationen. Oh, dann wirst du es lieben. Der Klebreis ist so perfekt zubereitet und die frische Mango bringt ihn einfach auf das nächste Level. In Ordnung, du hast mich offiziell verkauft. Ich muss dieses Wochenende einen Ausflug dorthin machen. Vielleicht können wir zusammen gehen? Definitiv. Ich freue mich, zu Ihnen zu kommen und Ihnen alle Gerichte zu zeigen, die Sie unbedingt probieren müssen. Es ist so ein verstecktes Juwel, ich kann es kaum erwarten, dass du es erlebst. Toll, dann ist es ein Plan. Ich freue mich schon darauf. Thailändisches Essen ist einer meiner absoluten Favoriten. Meins auch. Savade wird dem wirklich gerecht. Die Familie, die es leitet, ist auch so herzlich und gastfreundlich. Das ist toll zu hören. Ich liebe es, kleine, in lokalem Besitz befindliche Unternehmen wie dieses zu unterstützen. Das macht das ganze Erlebnis noch interessanter, weißt du? Absolut. Diese persönliche Note und die authentische Leidenschaft für das Essen haben einfach etwas Besonderes an sich. Es scheint wirklich durch. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, dann rechnen wir mit mir für dieses Wochenende. Ich bin bereit, in eine wirklich köstliche thailändische Küche einzutauchen. Wunderbar. Ich werde dafür sorgen, dass mein Terminplan geklärt ist. Das wird so ein lustiges und geschmackvolles Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten. In Ordnung, fangen wir an, das Menü zu planen und sicherzustellen, dass wir Platz für den Mango-Klebreis lassen. Klingt nach einem Plan. Das wird eine epische Extravaganz mit thailändischem Essen. Ich kann schon Zitronengras und Chili riechen. Haha, ich auch. In Ordnung, lass uns das machen. Zeit, sich auf eine kulinarische Reise zur Maple Avenue zu begeben. Lektion 3. Die Schönheit der kleinen Wunder der Natur schätzen. Hey Anna, ist dir schon einmal aufgefallen, dass die Natur so viel zu bieten hat, auch im kleinsten Detail? Unbedingt. Ich bin immer wieder erstaunt über die komplizierte Schönheit und Komplexität, die wir in der Natur finden können, selbst in den scheinbar gewöhnlichsten Dingen. Ich weiß, was du meinst. Es ist, als gäbe es dieses ganze Universum voller Wunder und Faszination, wenn wir uns nur die Zeit nehmen, langsamer zu werden und wirklich zu beobachten.
Definitiv. Ich finde, wenn ich in der Natur bin und auch nur einen Spaziergang mache, fange ich an, all diese kleinen Wunder zu bemerken, die ich normalerweise einfach übersehen würde. Ich auch. Wie die zarten Muster auf einem einzelnen Blatt oder die Art, wie das Sonnenlicht auf der Oberfläche eines Teiches tanzt. Genau. Oder die faszinierenden Farben und Formen einer einzelnen Wildblume, versteckt im Unterholz. Ja, die Natur hat diese unglaubliche Art, diese verborgenen Juwelen zu enthüllen, wenn wir nur offen dafür sind, sie zu sehen. Absolut. Und ich finde, wenn ich langsamer werde und anfange, diese kleinen Details wirklich zu schätzen, hat das diese beruhigende, fast meditative Wirkung. Ich weiß, was du meinst. Es ist, als würde man in diese fesselnde Mikrowelt hineingezogen und der ganze Stress und die Ablenkungen des Alltags verschwinden einfach. Genau. Es ist so ein erdendes und verjüngendes Erlebnis. Die Natur hat diese unglaubliche Kraft, uns daran zu erinnern, was wirklich wichtig ist. Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich wieder mit uns selbst zu verbinden und dieses Gefühl des Staunens und der Wertschätzung für die Welt um uns herum zu finden. Absolut. Und es sind auch nicht nur die visuellen Wunder. Haben Sie jemals die komplizierte Symphonie der Geräusche in der Natur wirklich gehört? Oh, absolut. Die Art, wie die Vögel zwitschern und der Wind durch die Blätter raschelt, das ist wie der wunderschöne, beruhigende Soundtrack der Natur. Genau. Und dann merkt man, wie all diese verschiedenen Elemente in diesem empfindlichen, harmonischen Gleichgewicht zusammenwirken. Genau. Es ist eine eindringliche Erinnerung an die Vernetzung von allem in der Natur. Ja, und ich finde, wenn ich mir die Zeit nehme, wirklich in diese Sinneserlebnisse einzutauchen, hat das diese erdende, erholsame Wirkung. Ich stimme vollkommen zu. Es ist wie ein Reset-Knopf für Geist und Seele. Die Natur hat diese unglaubliche Art, unseren Gleichgewichtssinn und unsere Perspektive wiederherzustellen. Absolut. Es ist ein so wichtiges Gegengewicht zur Hektik und digitalen Überflutung des modernen Lebens. Definitiv. Die Verbindung mit den kleinen Wundern der Natur ist wie eine kleine Oase der Ruhe, in die wir immer zurückkehren können. Gut gesagt. Es ist eine wunderbare Erinnerung daran, dass die außergewöhnlichsten Dinge oft in den gewöhnlichsten, alltäglichen Momenten zu finden sind. Genau. Die Schönheit der Natur ist überall um uns herum, wenn wir nur langsamer werden und unsere Augen und Herzen öffnen, um sie zu schätzen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, ich fühle mich inspiriert, einen Spaziergang in der Natur zu machen und zu sehen, welche kleinen Wunder ich entdecken kann. Wunderbare Idee. Zählen Sie auf mich. Lass uns auf ein Abenteuer gehen und sehen, welche versteckten Juwelen die Natur für uns bereithält. Klingt perfekt. In Ordnung, lass uns das machen. Zeit, in das Wunder der Natur einzutauchen. Absolut. Das wird eine tolle Erfahrung sein. Okay, zeige mir den Weg, mein Freund. Ich bin so bereit. Auf in den zauberhaften Mikrokosmos der Natur. Das wird unglaublich. Kann es kaum erwarten. In Ordnung, lass uns das machen. Zeit, unsere Augen und Herzen für die Schönheit um uns herum zu öffnen. Lektion 4. Ein morgendlicher Chat zwischen Kollegen.
Guten Morgen, Anna. Wie läuft dein Tag bis jetzt? Guten Morgen, John. Es war ziemlich hektisch, um ehrlich zu sein. Ich bin wie verrückt herumgelaufen und habe versucht, alles zu erledigen. Oh, das kann ich mir vorstellen. Es scheint, als ob es für uns alle ein ziemlich geschäftiger Wochenstart war. Definitiv. Ich habe das Gefühl, dass ich links und rechts Feuer lösche, seit ich heute Morgen hier bin. Huch, das macht keinen Spaß. Was hat dich so beschäftigt? Kann ich dir mit irgendwas Bestimmtem weiterhelfen? Nun, zunächst einmal ist das große Projekt, an dem wir gearbeitet haben, auf ein paar Haken gestoßen, also habe ich versucht, alles wieder in Gang zu bringen. Ah, ich verstehe. Wo genau stoßen wir auf Probleme? Vielleicht kann ich mit anpacken und schauen, ob wir die Dinge wieder in die richtige Richtung bewegen können. Das wäre unglaublich, John. Wir haben Mühe, alle Beteiligten mit dem vorgeschlagenen Zeitplan und den zu erbringenden Ergebnissen auf den gleichen Stand zu bringen. Okay. Lassen Sie mich einen Blick auf den Projektplan werfen und sehen, ob ich Bereiche identifizieren kann, die wir optimieren oder rationalisieren können. Das würde ich wirklich schätzen. Und obendrein habe ich ein paar Kundenanfragen mit hoher Priorität, die ebenfalls meine Aufmerksamkeit erfordern. Huch, klingt nach einer Menge Jonglieren. Kein Wunder, dass du heute Morgen wie eine Verrückte herumgelaufen bist. Haha, ja genau. Ich habe das Gefühl, kaum eine Gelegenheit gehabt, zu Atem zu kommen. Nun, keine Sorge, ich springe gerne ein und helfe, so gut ich kann. Zeigen Sie mir einfach in die richtige Richtung und ich werde mein Bestes tun, um die Last zu verringern. Du bist der Beste, John. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. In Ordnung. Lassen Sie mich Sie schnell über den Projektstatus auf dem Laufenden halten. Hört sich gut an. Okay, ich bin ganz Ohr. Mal sehen, was wir tun können, um das Ding wieder in Gang zu bringen. Wunderbar. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unter die Arme zu greifen. Es wird einen großen Unterschied machen. Natürlich sind Teamkollegen dafür da. Okay, erzähl es mir und lass uns an die Arbeit gehen. Du hast es. Okay, das Hauptproblem, auf das wir stoßen, ist, Ich verstehe. Lass mich kurz darüber nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Idee, die helfen könnte. wirklich. Ich bin ganz Ohr. Irgendwelche Vorschläge wären an dieser Stelle sehr hilfreich. In Ordnung, nun, hier ist was ich denke. Lektion 5. Planung für einen erfüllten Sommer. Ich denke, das wird der beste Teil des Sommers sein. Die Gelegenheit, endlich richtig Urlaub zu machen und neue Energie zu tanken. Unbedingt. Darauf freue ich mich schon sehr. Wo planen Sie Ihren Sommerurlaub zu verbringen? Nun, ich bin immer noch dabei, die Einzelheiten zu klären, aber ich denke darüber nach, für 1 oder 2 Wochen einen Ausflug an die Küste zu unternehmen. Oh, die Küste klingt herrlich. Ich wette, du freust dich darauf, etwas Sonne zu tanken und die Meeresbrise zu genießen. Definitiv. Ich könnte etwas Zeit gebrauchen, um am Strand zu entspannen und der Hektik des Alltags zu entfliehen. Das höre ich. Es ist so wichtig, ab und zu eine Pause einzulegen und die Batterien wieder aufzuladen. Absolut. Und ich werde auf jeden Fall das Beste daraus machen, auf malerischen Pfaden wandern, malerische Küstenstädte erkunden, vielleicht sogar ein bisschen angeln.
Das klingt nach dem perfekten Sommerurlaub. Eine schöne Mischung aus Entspannung und Outdoor-Abenteuer. Genau. Ich will erfrischt und verjüngt zurückkommen, weißt du? Bereit, den Rest des Jahres in Angriff zu nehmen. Definitiv. Und es ist toll, dass du dir die Auszeit nehmen kannst. Ich weiß, dass die Arbeit in letzter Zeit sehr intensiv war. Erzähl mir davon. Ich werde diese Pause auf jeden Fall brauchen, wenn der Sommer kommt. Nun, ich freue mich für dich, John. Du hast es verdient. Und ich bin sicher, du wirst eine tolle Zeit haben. Danke, Anna. Danke für die Unterstützung. Was ist mit dir? Irgendwelche lustigen Sommerpläne in Arbeit? Nun, ich werde morgen nach meinem eigenen kleinen Kurzurlaub wieder zur Arbeit gehen. Oh, wirklich? Wo bist du in deinem Urlaub gelandet? Nur ein kurzer Ausflug, um meine Familie im Norden zu besuchen. Es war so schön, sich zu entspannen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Das ist wunderbar. Familienzeit ist so wichtig, besonders in den geschäftigen Sommermonaten. Absolut. Es war der perfekte Weg, um meine Batterien wieder aufzuladen, bevor ich wieder in den Alltag eintauchte. Ich wette. Manchmal können ein kleiner Szenenwechsel und vertraute Gesichter Wunder für die Seele bewirken. Definitiv. Und jetzt fühle ich mich erfrischt und bereit, die zweite Jahreshälfte direkt in Angriff zu nehmen. Das ist toll zu hören. Ich bewundere Ihre Fähigkeit, Arbeit und Freizeit so gut unter einen Hut zu bringen. Danke, John. Es geht darum, diesen gesunden Rhythmus zu finden und Selbstfürsorge zu einer Priorität zu machen. Kluge Worte. Ich muss ein paar Tipps von dir annehmen, wenn ich von meinem eigenen Sommerabenteuer zurückkomme. Hört sich gut an. Ich tausche gerne Geschichten aus und teile alle Erkenntnisse, die ich dabei gesammelt habe. Hervorragend. Darauf freue ich mich. In Ordnung. Nun, ich fange besser an, diese Urlaubspläne fertigzustellen. Absolut. Genieß jeden Moment, John. Du hast es verdient. Wird reichen. In Ordnung. Vorerst zurück an die Arbeit. Aber Sommer, ich komme. Ja, in der Tat. Vorwärts und aufwärts, mein Freund. Das wird ein toller Sommer. Ich spüre schon, wie Sonne und Sand meinen Namen rufen. In Ordnung, lass uns das machen. Lektion 6. Genießen Sie ein köstliches Morgenessen. Der Morgen ist einfach so erfrischend, nicht wahr? Es ist eine großartige Art, den Tag zu beginnen. Unbedingt. Und wie könnte man es besser beginnen als mit einem leckeren Frühstück? Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich habe eigentlich nur darüber nachgedacht, mir etwas zu essen zu holen. Irgendwelche Empfehlungen? Nun, wenn Sie Lust auf etwas Herzhaftes haben, bietet das Café auf der anderen Straßenseite einen fantastischen Frühstücksburrito. Oh, ein Frühstücksburrito klingt perfekt. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Es ist so gut. Sie füllen es mit Eiern, Speck, Kartoffeln, Käse, das funktioniert. Und die Salsa, die Sie dazu servieren, ist nicht von dieser Welt. Lecker, das ist genau mein Ding. Ich liebe ein Frühstück,
das dich den ganzen Morgen über mit Energie versorgen kann. Definitiv. Und dazu gibt es eine große Auswahl an frisch gepressten Säften und Smoothies. Noch besser. Es gibt nichts Schöneres, als den Tag mit einer nahrhaften, ausgewogenen Mahlzeit zu beginnen, oder? Genau. Es ist der perfekte Weg, um Ihrem Körper die Energie und Nährstoffe zu geben, die er benötigt, um alles zu bewältigen, was der Tag bereithält. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, du hast mich offiziell verkauft. Ich glaube, ich weiß, wo ich frühstücken werde. Wunderbar. Lass es mich wissen, wenn du am Ende den Frühstücksburrito probierst. Ich würde gerne deine Gedanken hören. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass das der Höhepunkt meines Morgens sein wird. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Dort wird das Frühstück wirklich richtig zubereitet. Lass es mich wissen, wenn du Gesellschaft brauchst. Ich würde mich freuen, zu dir zu kommen. Das wäre unglaublich, Anna. Das Unternehmen würde mir gefallen. Das Frühstück ist immer besser, wenn es mit guten Freunden geteilt wird. Definitiv. Außerdem haben wir so die Möglichkeit, uns zu informieren, bevor wir beide in unsere geschäftigen Arbeitstage eintauchen. Genau. In Ordnung, dann ist es ein Date. Lass mich hier ein paar Dinge erledigen und ich gehe rüber. Klingt perfekt. Ich werde dort mit einem großen Appetit warten. Das wird eine wunderbare Art sein, den Tag zu beginnen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Alles klar, ich mache mich auf den Weg. Wir sehen uns gleich, Anna. Ich kann es kaum erwarten, John. Genieß dein köstliches Frühstück und wir sehen uns bald. Wird reichen. In Ordnung, lass uns das machen. Zeit, Energie für den kommenden Tag zu tanken. Lektion 7. Navigieren in flexiblen Kartenzahlungsoptionen. Hey Anna, ich habe eine kurze Frage an dich. Gibt es einen Mindestbetrag, den ich für Kartenzahlungen erreichen muss? Nein, es gibt heutzutage keinen Mindestbetrag für Kartenzahlungen. Die meisten Händler akzeptieren gerne Kartentransaktionen, unabhängig vom Gesamtbetrag. Wirklich? Das ist toll zu wissen. Ich hatte den Eindruck, dass es normalerweise ein Minimum gibt, etwa 5 oder 10 Dollar. Nein, diese strengen Mindestanforderungen gehören der Vergangenheit an. Unternehmen möchten es ihren Kunden so bequem wie möglich machen, ihre Karten zu verwenden. Ah, ich verstehe, das macht Sinn. Es ist gut zu sehen, dass sich die Branche in diese Richtung bewegt. Absolut. Insbesondere angesichts des Aufkommens kontaktloser und mobiler Zahlungen erkennen Händler, wie wichtig es ist, Hindernisse für die Kartennutzung zu beseitigen. Das ist ein wirklich gutes Argument. Es ist so wertvoll, schnell und einfach mit Ihrer Karte bezahlen zu können, auch für kleine Beträge. Definitiv. Es bietet dem Kunden ein viel reibungsloseres Checkout-Erlebnis, was dem Unternehmen auf lange Sicht zugutekommt. Genau. Sie müssen nicht mehr umständlich nach Bargeld suchen oder sich bei einem Kauf mit geringem Wert unsicher fühlen. Exakt. Die Flexibilität, die Kartenzahlungen heutzutage bieten, ist ein echter Wendepunkt. Es geht darum, eine reibungslose Transaktion zu schaffen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist einfach so praktisch, besonders für spontane Einkäufe. Absolut.
Und das gilt auch nicht nur für kleine Transaktionen. Unternehmen akzeptieren auch gerne Karten für größere Einkäufe. Das ist ein gutes Argument. Ich erinnere mich, als es nicht wirklich eine Option war, eine Karte für etwas über 20 oder 30 Dollar zu verwenden. Richtig. Die Landschaft hat sich wirklich verändert. Jetzt können Sie Ihre Karte sorgenfrei verwenden, egal ob Sie eine Tasse Kaffee oder ein neues Gerät kaufen. Fantastisch. Das ist wirklich gut zu wissen. Das muss ich berücksichtigen, wenn ich das nächste Mal unterwegs bin. Definitiv. Ziehen Sie einfach Ihre Karte mit Zuversicht heraus und wissen Sie, dass es keine Mindestbarrieren gibt, über die Sie sich Sorgen machen müssen. Super, danke für die hilfreichen Infos, Anna. Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Zahlungsbranche weiterentwickelt hat. Du bist willkommen, John. Es war eine wirklich positive Veränderung für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen. Einverstanden. Okay, gut zu wissen, dass ich meine Karte problemlos verwenden kann, unabhängig vom Betrag. Absolut. Genießt die neu gewonnene Zahlungsflexibilität, mein Freund. Das ist ein Wendepunkt. Werde ich machen, danke nochmal. Okay, zurück an die Arbeit für mich, aber das war ein toller kleiner Chat. Es war mir eine Freude. Hab einen wundervollen Rest deines Tages, John. Wir sehen uns später. Du auch, Anna. In Ordnung, Zeit, dieses kartenfreundliche Wissen sinnvoll einzusetzen. Lektion 8. Simpsons Weg zum sportlichen Erfolg. Weißt du, ich war wirklich beeindruckt, als ich etwas über die körperlichen Probleme erfuhr, die Simpson als Kind hatte, und wie er es trotzdem schaffte, früh in seinem Leben ein solider Baseball- und Footballspieler zu werden. Absolut. Es ist eine inspirierende Geschichte, nicht wahr? Trotz der Herausforderungen, mit denen er konfrontiert war, war Simpson in der Lage, diese Hindernisse zu überwinden und sich im Sport auszuzeichnen. Definitiv. Ich meine, soweit ich weiß, hatte er als Kind einige ziemlich ernste Probleme mit seinen Beinen und Gelenken, oder? Ja, das ist richtig. Offenbar hatte er schon früh mit vielen Schmerzen und Mobilitätsproblemen zu kämpfen, was ihn wirklich hätte aufhalten können. Aber davon ließ er sich nicht aufhalten. Er muss eine unglaubliche Arbeitsmoral und Entschlossenheit gehabt haben, diese körperlichen Einschränkungen zu überwinden. Absolut. Simpson war eindeutig bestrebt, sich zu beweisen und sich nicht von seinen Kindheitskämpfen definieren zu lassen. Er konzentrierte sich darauf, Spitzensportler zu werden. Und das ist ihm definitiv gelungen. Ich meine, es ist wirklich bemerkenswert, weiterzumachen und eine so dominante Kraft sowohl im Baseball als auch im Fußball zu werden. Ist es. Er muss ein angeborenes athletisches Talent und eine Fähigkeit gehabt haben, die es ihm ermöglichten, trotz der körperlichen Herausforderungen, mit denen er konfrontiert war, erfolgreich zu sein. Definitiv. Es zeigt nur, dass sie mit der richtigen Einstellung und Hingabe viele Widrigkeiten überwinden können. Definitiv. Simpsons Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür, wie Ausdauer und harte Arbeit trotz aller Widrigkeiten zu unglaublichen Erfolgen führen können. Absolut. Es ist wirklich inspirierend zu sehen, wie er in der Lage war, diese Grenzen zu überwinden und ein so versierter Athlet zu werden. Definitiv. Und ich denke, es ist eine großartige Lektion für jeden, der vor seinen eigenen körperlichen oder gesundheitlichen Herausforderungen steht, dass man mit der richtigen Einstellung und Entschlossenheit erstaunliche Dinge erreichen kann. Stimme voll und ganz zu. Simpsons Reise erinnert uns eindringlich daran,
dass wir den menschlichen Geist und seine Fähigkeiten nicht unterschätzen sollten. Gut gesagt. Es ist ein Beweis für die unglaubliche Widerstandsfähigkeit und das Potenzial in uns allen. Definitiv. In Ordnung. Ich fühle mich motiviert, mich etwas mehr anzustrengen, nachdem ich von Simpsons Geschichte erfahren habe. Das höre ich. Simpsons Beispiel ist wirklich belebend. Lassen Sie uns denselben Antrieb und dieselbe Entschlossenheit in unser eigenes Leben einfließen lassen. Absolut. In Ordnung. Zeit rauszugehen und das Beste aus unseren Fähigkeiten herauszuholen, genau wie er. Ich bin bei dir, John. Lass uns das machen. Simpsons Geschichte hat ein echtes Feuer unter uns entfacht. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung. Schauen wir mal, was wir erreichen können. Das wird großartig. Definitiv. Vorwärts und aufwärts, mein Freund. Simpson wäre stolz. Verdammt, ja. In Ordnung. Kommen wir zur Sache. Zeit, der Welt unseren eigenen Stempel aufzudrücken. Lektion 9. Legenden der Musik des frühen 20. Jahrhunderts. Weißt du, ich war wirklich fasziniert von den Musikern des frühen 20. Jahrhunderts, Leute wie Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie und Dizzy Gillespie. Absolut. Diese Namen sind wahre Legenden des Jazz und der frühen amerikanischen Musik. Ihre Beiträge waren absolut entscheidend. Definitiv. Ich meine, die Art und Weise, wie sie in der Lage waren, die Grenzen ihrer Instrumente zu erweitern und neue Stile zu entwickeln, ist einfach unglaublich. Genau. Sie waren wahre Pioniere, nahmen traditionelle Formen an und erfüllten sie mit unglaublicher Virtuosität und Kreativität. Absolut. Und die Art und Weise, wie ihre Musik den Zeitgeist und die Energie der Zeit eingefangen hat, ist einfach faszinierend. Ich weiß. Es ist erstaunlich, wie sie die Lebendigkeit und Dynamik Amerikas des frühen 20. Jahrhunderts so perfekt verkörpern konnten. Vollkommen. Ich meine, Louis Armstrongs Trompetenarbeit ist einfach umwerfend. Die Art und Weise, wie er improvisieren und so viele Emotionen vermitteln konnte. Absolut. Er gilt als eine der Grundfiguren des Jazz. Seine technische Meisterschaft und sein gefühlvoller Ausdruck waren beispiellos. Absolut. Und dann jemand wie Duke Ellington, die Art, wie er diese reichen, komplexen Big Band-Arrangements komponiert hat. Genial, schlicht und einfach. Er erhob das Jazzorchester zu einer Kunstform und schuf diese üppigen, filmischen Klanglandschaften. Genau. Und Count Basie, sein reduzierter, rhythmischer Stil war ein so einflussreicher Kontrapunkt zum Ellington-Sound. Definitiv. Basie hatte diese unglaubliche Fähigkeit, mit nur einem minimalen Ensemble hart zu schwingen. So viel Power und Groove. Vollkommen. Und dann Dizzy Gillespie, der mit seinen virtuosen, eckigen Trompetenlinien Pionierarbeit für die Bebop-Revolution leistete. Absolut. Dizzy hat die Grenzen der Jazzharmonie und Phrasierung auf so innovative Weise erweitert. Ein wahrer Visionär. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Diese Künstler haben wirklich den Grundstein für so viel von der Musik gelegt, die wir heute genießen. Absolut. Ihr Erbe inspiriert und beeinflusst weiterhin Musiker aller Genres. Wahre musikalisch Giganten. Definitiv. Ich fühle mich so glücklich,
die Brillanz dieser Meister des frühen 20. Jahrhunderts studieren und schätzen zu können. Absolut. Ihre Musik ist wirklich zeitlos. Eine Fundgrube an Kreativität und Ausdruck. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, Zeit, wieder in ihre Diskografien einzutauchen und sich in der Magie zu verlieren. Ja, machen wir es. Das war eine wundervolle Reise durch die Legenden des frühen Jazz. Ich bin voller Energie, mehr zu entdecken. Ich auch. In Ordnung, zurück zur Musik. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken und zu schätzen. Absolut. Vorwärts und aufwärts, mein Freund. Diese Pioniere rufen uns auf, die Musik am Leben zu erhalten. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung, lass uns das machen. Zeit, sich inspirieren zu lassen. Lektion 10. Erforschung ganzheitlicher Wellnesspraktiken. Gibt es neben diesen gesunden Gewohnheiten noch andere Wellnesspraktiken, die Sie in letzter Zeit in Ihre Routine aufgenommen haben? Absolut. Es gibt eine Reihe anderer ganzheitlicher Ansätze, die ich untersucht habe, um mein allgemeines Wohlbefinden zu unterstützen. Ich habe mich zum Beispiel wirklich mit Meditation und Achtsamkeit beschäftigt. Ah, das ist großartig. Ich habe so viele positive Dinge über die Vorteile der Meditation gehört, sowohl physisch als auch mental. Definitiv. Es hat das Spiel für mich verändert. Es hat einen großen Unterschied gemacht, mir jeden Tag die Zeit zu nehmen, um meinen Geist zu beruhigen und mich mit dem gegenwärtigen Moment zu verbinden. Das ist großartig. Ich wollte Meditation ausprobieren, habe mich aber noch nicht ganz angewöhnt. Irgendwelche Tipps für einen Meditationsneuling wie mich? Absolut. Ich würde empfehlen, klein anzufangen. Schon 5 bis 10 Minuten am Tag können eine große Wirkung haben. Und mach dir keine Sorgen, wenn du versuchst, deinen Kopf komplett frei zu bekommen. Der Schlüssel liegt darin, Ihren Fokus sanft wieder auf Ihren Atem zu richten, wenn Ihre Gedanken abschweifen. Okay, das klingt überschaubar. Das muss ich mal ausprobieren. Was ist mit anderen Wellnesspraktiken, die Sie erforscht haben? Nun, ich war auch sehr fasziniert von dem Konzept der Energiearbeit, wie Reiki und Kristallheilung. Es ist ein faszinierender Ansatz, um die natürlichen Energieflüsse des Körpers auszugleichen. Interessant, ich bin mit diesen Praktiken nicht allzu vertraut. Was genau beinhalten sie? Reiki zum Beispiel ist eine sanfte Technik zum Anfassen, die Heilung und Entspannung fördern soll, indem sie die Energiezentren des Körpers entsperrt und wieder ins Gleichgewicht bringt. Und bei der Kristallheilung werden die natürlichen Schwingungseigenschaften verschiedener Kristalle genutzt, um eine ähnliche Wirkung zu erzielen. HMM, das ist wirklich faszinierend. Ich kann mir vorstellen, dass das ein ergänzender Ansatz zu traditionelleren Wellnessroutinen sein könnte. Absolut. Es geht darum, dieses ganzheitliche Gleichgewicht zu finden und die Vernetzung unserer körperlichen, geistigen und energetischen Zustände zu nutzen. Ich liebe diese Perspektive. Es ist sehr sinnvoll, das Wohlbefinden aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Genau. Je mehr Tools wir in unserem Wellness-Toolkit haben, desto besser sind wir gerüstet, um die Höhen und Tiefen des Lebens zu meistern. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, du hast definitiv meine Neugier geweckt. Ich werde mir einige dieser alternativen Praktiken genauer ansehen müssen. Wunderbar. Ich freue mich, dass ich ein wenig über meine persönliche Wellnessreise erzählen konnte. Es geht darum herauszufinden,
was für Sie am besten funktioniert. Absolut. Nun, danke für das aufschlussreiche Gespräch, Anna. Hier gibt es viele Denkanstöße. Es ist mir ein Vergnügen, John. Es freut mich, dass ich Ihnen einige Anregungen für die Erweiterung Ihrer eigenen ganzheitlichen Wellnessroutine geben konnte. Definitiv. In Ordnung, Zeit, ein wenig zu recherchieren und zu sehen, welche anderen Modalitäten gut passen könnten. Klingt nach einem Plan. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. Ich freue mich immer, mehr über meine Erfahrungen zu erzählen. Werde ich machen. Danke nochmal. In Ordnung. Zurück zur Sache. Wellness erwartet Sie. Unbedingt, hol sie dir. Genießen Sie die Reise, auf der Sie neue Wege entdecken, um Körper, Geist und Seele zu nähren. Du hast es. In Ordnung, machen wir das. Lektion 11. Maßgeschneiderte Reiseempfehlungen. Hey Anna, ich plane bald einen Kurzurlaub. Hast du irgendwelche Reiseempfehlungen? Nun, es hängt wirklich davon ab, was Sie priorisieren. Gute Frage, John. Wenn es um Reiseempfehlungen geht, kommt es wirklich darauf an, wonach Sie suchen. Welche Dinge sind dir auf einer Reise am wichtigsten? Guter Punkt. Ich würde sagen, eine Mischung aus Entspannung und Abenteuer wäre ideal. Ich möchte die Seele baumeln lassen, aber auch Neues entdecken und erleben können. Okay, das ist ein guter Ausgangspunkt. Wenn Sie ein Gleichgewicht zwischen Entspannung und Abenteuer im Auge haben, kommen mir einige Ziele in den Sinn. Haben Sie jemals an einen Ort wie Costa Rica gedacht? Costa Rica, Ich habe erstaunliche Dinge über die natürliche Schönheit und die Outdoor-Aktivitäten dort gehört. Erzähl mir mehr. Costa Rica ist definitiv eine hervorragende Option. Sie haben atemberaubende Strände, üppige Regenwälder und eine unglaubliche Tierwelt. Perfekt zum Ausruhen und Erkunden. Oh, das klingt genau nach meinem Geschmack. Was für Aktivitäten könnte ich dort machen? Oh, die Möglichkeiten sind endlos. Sie könnten durch den Dschungel wandern, mit der Seilrutsche über die Baumwipfel fahren oder sogar Wildwasserrafting auf einem malerischen Fluss unternehmen. Wildwasserrafting, Nun, das ist die Art von Abenteuer, nach der ich suche. Und ich bin mir sicher, dass es auch viele Möglichkeiten gibt, sich zu entspannen. Absolut. Nach all dem Adrenalin können Sie in einer der unglaublichen Ökolodges entspannen oder einfach die Sonne an den schönen Stränden genießen. Ah, das klingt nach der perfekten Balance. Costa Rica rückt definitiv auf meiner Reiseliste nach oben. Gibt es noch andere Reiseziele, die du mit einer ähnlichen Atmosphäre empfehlen würdest? Eine weitere großartige Option könnte Bali sein. Es bietet eine wunderbare Mischung aus ruhigen Landschaften, reicher Kultur und Möglichkeiten für Erholung und Abenteuer. Bali, Ich habe gehört, dass das heutzutage ein sehr beliebtes Reiseziel ist. Welche Aktivitäten können Sie dort unternehmen? Auf Bali können Sie alles tun, von Wanderungen durch üppige Reisterrassen über die Erkundung antiker Tempel bis hin zum Erlernen der traditionellen balinesischen Handwerkskunst. Wow, das klingt unglaublich. Und ich schätze, es gibt auch viele Möglichkeiten, sich einfach zu entspannen und neue Energie zu tanken? Definitiv. Bali ist berühmt für seine wunderschönen Strände, luxuriösen Spaß und ruhigen Yoga-Retreats. Es ist eine wahre Oase der Ruhe und Verjüngung. Perfekt.
Das klingt genau nach meinem Geschmack. Okay, du hast definitiv mein Interesse an Costa Rica und Bali geweckt. Ich werde etwas mehr Nachforschungen anstellen müssen. Wunderbar, ich freue mich, dass ich hilfreiche Reiseinspirationen geben konnte. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn Sie weitere Empfehlungen benötigen, während Sie Ihre Reise weiter planen. Fantastisch, danke Anna. Das war wirklich informativ. In Ordnung, Zeit, von meinem nächsten großen Abenteuer zu träumen. Fantastisch, ich kann es kaum erwarten, alles darüber zu erfahren. Viel Spaß beim Planungsprozess, John. Wo auch immer Sie landen, ich bin mir sicher, es wird eine tolle Erfahrung sein. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung, zurück zum Zeichenbrett. Das wird hart, aber ziemlich hart. Absolut. Viel Spaß beim Abwägen all der unglaublichen Optionen, die Welt liegt Ihnen zu Füßen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Reisetipps benötigen. Werde ich machen. Danke nochmal Anna. In Ordnung, lass uns das machen. Lektion 12. Der ehrliche Cowboy-Code. Weißt du, ich habe immer respektiert, dass Cowboys dafür bekannt sind, direkt und ehrlich zu sein, obwohl viele Menschen eine andere Vorstellung von ihnen haben. Absolut, der Ehre- und Integritätskodex der Cowboys ist wirklich bewundernswert. Sie haben den Ruf, immer offen zu sein und nach ihren Prinzipien zu leben. Definitiv. Für dieses Maß an Authentizität und Rechenschaftspflicht spricht einiges, auch wenn es manche Menschen in die Irre führen kann. Ich stimme zu. Cowboys legen Wert darauf, zu sagen, was sie meinen, und zu tun, was sie sagen. Man muss keine Spiele spielen oder mit ihnen beschönigen. Genau. Sie müssen, weil ihre Arbeit und ihr Lebensstil ein solches Maß an Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit erfordern. Es gibt keinen Platz für Täuschung. Das ist ein gutes Argument. Angesichts der Gefahren und Herausforderungen, denen sie auf der Anlage ausgesetzt sind, können es sich Cowboys nicht leisten, weniger als vollständig transparent zu sein. Absolut. Ihr Lebensunterhalt und sogar ihr Leben hängen von gegenseitigem Vertrauen und unkomplizierter Kommunikation mit ihren Cowboy-Kollegen ab. Definitiv. Es ist eine Bruderschaft, die auf Ehrlichkeit und Loyalität basiert und darauf basiert, sich gegenseitig den Rücken zu stärken, egal was passiert. Genau. Und ich denke, diese unerschütterliche Hingabe an die Wahrheit ist Teil dessen, was Cowboys diese raue, bewundernswerte Mystik verleiht. Ich stimme zu. Es liegt ein gewisser Adel und Charakterstärke darin, dass sie darauf bestehen, immer direkt zu sein und ihrem Wort treu zu sein. Definitiv. Es ist eine Eigenschaft, die Respekt verdient, selbst von denen, die den Cowboy-Lebensstil vielleicht nicht vollständig verstehen oder schätzen. Absolut. In einer Welt, die sich oft voller Fassaden und leerer Plattitüden anfühlt, ist die kompromisslose Authentizität des Cowboys wirklich erfrischend. Gut gesagt. Es erinnert daran, dass es Macht und Integrität gibt, einfach offen darüber zu sein, wer man ist und wofür man steht. Genau. Die Cowboys bringen uns bei, dass es nicht nötig ist, sich hinter Nettigkeiten zu verstecken oder um den heißen Brei herumzureden. Sei einfach echt. Absolut. Ihr Beispiel erinnert uns daran, dass wir alle davon profitieren könnten, etwas mehr von diesem Cowboy-Geist in unserem eigenen Leben zu kanalisieren. Definitiv. Dieses Maß an Ehrlichkeit und Rechenschaftspflicht anzunehmen, auch wenn es unbequem ist ein Zeichen wahrer Stärke und Charakter. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung, Zeit,
meinen inneren Cowboy zu kanalisieren und der Welt eine etwas klarere Wahrheit zu bringen. Ich liebe es. Fahr weiter, Amigo. Bringen Sie diese erfrischende Cowboy-Energie mit, wohin Sie auch gehen. Du weißt es. In Ordnung, Zeit, von hier wegzugehen und diese Lektion in die Praxis umzusetzen. Klingt gut. Partner. Juhu. Jagt Ihnen die Hölle da draußen. Wird reichen. Jeha, in der Tat. Lektion 13. Morgenroutinen und Lieblingsfrühstücke. Guten Morgen, Anna. Was ist heutzutage dein Lieblingsfrühstück? Normalerweise bin ich selbst ein Typ für Müsli und Kaffee. Guten Morgen, John. Ich bin eigentlich eher ein Fan von herzhaftem Frühstück. Mein Favorit ist normalerweise ein Gemüseomelett mit etwas Vollkorntoast. Ah, die herzhafte Frühstücksroute, hm? Das klingt köstlich. Ich muss zugeben, ich liebe ab und zu ein gutes Omelett voller Gemüse. Definitiv. Es ist so befriedigend, den Tag mit einer herzhaften, nährstoffreichen Mahlzeit zu beginnen. Außerdem sorgt das Protein aus den Eiern dafür, dass ich mich stundenlang satt fühle. Absolut. Ich sehe den Appell. Ich bin ein bisschen ein Gewohnheitstier, wenn es ums Frühstück geht. Diese Müslischale und die Tasse Kaffee sind einfach so zuverlässig, weißt du? Ich verstehe den Komfort einer vertrauten Morgenroutine. Es spricht einiges für die Einfachheit und Bequemlichkeit einer klassischen Kombination aus Müsli und Kaffee. Genau. Es ist einfach so einfach, den morgendlichen Schub zu bekommen, ohne sich zu viel Mühe geben zu müssen, weißt du? Oh, ich verstehe dich. Morgen kann es schon hektisch genug sein. Ein schnelles und müheloses Frühstück zum Mitnehmen ist der Schlüssel. Definitiv. Obwohl, ich muss zugeben, dein Gemüseomelett klingt ziemlich verlockend. Vielleicht muss ich es ändern und das eines Tages versuchen. Das solltest du auf jeden Fall. Ich finde, dass eine Variation meiner Frühstücksroutine dazu beiträgt, die Dinge interessant zu halten und sicherzustellen, dass ich eine gute Auswahl an Nährstoffen erhalte. Guter Punkt. Vielleicht ist ein bisschen Abwechslung beim Frühstück genau das, was ich brauche. Allerdings musst du mir erklären, wie man ein richtiges Omelett zubereitet. Ich bin eher der Typ mit Rührei. Gar kein Problem. Ich würde mich freuen, meine Omelette-Tipps mit Ihnen zu teilen. Es ist eigentlich nicht so schwierig, wie es scheint. Es erfordert nur ein wenig Übung. Toll, das muss ich dir sagen. Gut, Zeit, meinen Frühstückshorizont zu erweitern. Das wird großartig. Ich freue mich für dich. Omelettes eröffnen eine ganz neue Welt der Frühstücksmöglichkeiten. Lass mich wissen, wie es geht, wenn du es ausprobierst. Werde ich machen. Danke, Anna. In Ordnung. Zeit, mit der Planung meiner nächsten Mahlzeit am Morgen zu beginnen. Das wird lustig. Klingt gut, John. Viel Spaß beim Experimentieren und Finden neuer Lieblingsfrühstücksoptionen. Die Möglichkeiten sind endlos. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung. Zurück in die Küche. Zeit, mein Frühstücksspiel zu verbessern. Toll, hol sie dir. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Omelette-Abenteuer zu erfahren. Du weißt es. In Ordnung, machen wir das. Lektion 14.
Planung von Abenteuern am Wochenende. Hey Anna, ich habe gehört, dass du erwähnt hast, dass du einige Pläne für das Wochenende hattest. Was steht auf der Tagesordnung? Oh, ich freue mich riesig darauf. Ich denke darüber nach, einen kleinen Tagesausflug zu machen, um mir diesen neuen Outdoor-Abenteuerpark anzusehen, der gerade eröffnet wurde. Ein Abenteuerpark, hm? Das klingt faszinierend. Was für Aktivitäten haben Sie dort? Alle möglichen lustigen Sachen. Sie haben Ziplines, Seilgärten, Kletterwände und sogar einige Workshops zum Überleben in der Wildnis. Wow, das ist wie ein wahr gewordener Traum eines Adrenalin-Junkies. Ich wollte mich schon immer an einigen dieser Outdoor-Abenteueraktivitäten versuchen. Ich weiß, oder? Es scheint die perfekte Gelegenheit zu sein, rauszukommen und etwas Neues auszuprobieren. Ich dachte, es wäre eine großartige Möglichkeit, ein Wochenende zu verbringen. Absolut. In die Natur zu gehen und sich körperlich herauszufordern, klingt nach einer großartigen Art, neue Energie zu tanken. Ich bin neugierig. Gehst du alleine oder hattest du noch jemanden im Sinn, der sich dir anschließen könnte? Nun, ich hatte eigentlich gehofft, dass du daran interessiert sein könntest, mitzukommen. Ich denke, es wäre eine tolle Zeit, den Park gemeinsam zu erkunden. Oh wow, wirklich. Das fände ich toll. Den Tag damit zu verbringen, einige Hindernisse im Freien zu überwinden, klingt nach meiner Art von Wochenendabenteuer. Fantastisch. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Wir können einen Tag daraus machen, den Adrenalinspiegel auf den Golfplätzen in die Höhe treiben und danach vielleicht einen Happen essen gehen. Klingt perfekt. Ich werde schon aufgepumpt, wenn ich nur daran denke. Ich bin dabei, ich bin auf jeden Fall dabei. Toll, ich freue mich so. Das wird so ein lustiges Wochenende. Wir werden eine tolle Zeit haben. Du weißt es. In Ordnung, lass mich anfangen sicherzustellen, dass ich alles habe, was ich brauche. Was sollte ich mitbringen? Mal sehen. Bequeme Sportkleidung, gute Wanderschuhe, vielleicht eine leichte Jacke, falls es kalt wird. Oh, und vergiss nicht viel Wasser und Snacks. Ich hab's. Ich werde dafür sorgen, dass ich alle wichtigen Abenteuerutensilien gepackt und startklar habe. Das wird episch. Ich kann es kaum erwarten. Wir erobern die Seilgärten und kommen raus und fühlen uns wie totale Outdoor-Krieger. Verdammt ja, das ist der Geist. In Ordnung, Zeit, sich mental auf ein Wochenende voller Adrenalin vorzubereiten. Das wird großartig. Unbedingt. Ich zähle schon die Tage. Das wird eine so erfrischende Abwechslung sein. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung, machen wir das. Das Abenteuer erwartet Sie. Ich kann es kaum erwarten, Partner. Lass uns ein paar tolle Erinnerungen da draußen sammeln. Du weißt es. In Ordnung, zurück zur Planung. Die Aufregung nimmt zu. Lektion 15. Erkunden Sie die ruhigen Pfade der Natur. Hey Anna, ich habe dir neulich von diesem schönen Weg in der Nähe meines Hauses erzählt. Es ist wirklich friedlich und malerisch, perfekt, um in die Natur zu gehen. Oh ja, ich erinnere mich, dass du das erwähnt hast. Ich würde es gerne irgendwann ausprobieren. Wie sieht der Weg aus? Ist er eher eine Wanderung oder ein gemütlicher Spaziergang? Es ist definitiv eher ein gemütlicher Spaziergang, was Teil dessen ist, was ich daran liebe.
Der Weg schlängelt sich durch einige wunderschöne Waldgebiete und vorbei an ein paar kleinen Bächen. Das klingt absolut reizend. Manchmal ist es einfach so erfrischend, dem Trubel zu entfliehen und in eine ruhige, natürliche Umgebung einzutauchen. Stimme voll und ganz zu. Es ist so erholsam, sich vom Chaos des Alltags zu lösen und sich wieder mit der einfachen Schönheit der Natur zu verbinden. Absolut. Und ein solcher Weg mit seiner malerischen Aussicht und seinem beruhigenden Ambiente scheint der perfekte Zufluchtsort zu sein. Ich könnte in letzter Zeit selbst ein bisschen Naturtherapie gebrauchen. Dann betrachte das als deine persönliche Einladung, irgendwann mit mir einen ruhigen Spaziergang entlang des Pfades zu machen. Ich denke, es wäre die perfekte Art für uns, uns zu entspannen. Das würde mir gefallen, John. In guter Gesellschaft in die Natur zu gehen, klingt genau das, was ich brauche, um meine Batterien wieder aufzuladen. Wunderbar, ich freue mich sehr, dass du interessiert bist. Wir müssen eine Zeit finden, die für uns beide funktioniert, um unsere Wanderschuhe zu schnüren und uns auf den Weg zu machen. Definitiv. Ich habe dieses Wochenende Zeit, falls das für dich funktioniert. Ich stelle mir vor, wie wir den Pfad entlang wandern und all die Sehenswürdigkeiten und Geräusche der freien Natur in uns aufnehmen. Das Wochenende wäre perfekt. Ich freue mich schon darauf. Wir können ein kleines Picknick einpacken und einen schönen, erholsamen Tag daraus machen. Oh, auch ein Picknick. Jetzt verkaufst du mich wirklich von dieser Idee. Ich kann praktisch die frische Luft riechen und den Sonnenschein schon spüren. Haha, es wird herrlich. Warte einfach, dieser Trail wird ein neuer, glücklicher Ort werden. Die Natur hat eine Methode, das zu tun. Ich kann es kaum erwarten, es selbst zu erleben. Das ist genau die Art von erholsamer Aktivität, nach der ich mich in letzter Zeit sehne. Zählen Sie auf mich. Wunderbar, dann ist es ein Plan. In Ordnung, Zeit, sich mental auf unser kleines Naturretreat an diesem Wochenende vorzubereiten. Ja, absolut. Ich bin so aufgeregt. Dies wird die perfekte Gelegenheit für uns sein, uns zu entspannen und neue Energie zu tanken. Das hast du richtig verstanden. In Ordnung, machen wir das. Auf dem Trail erwartet sie ein Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, John. Das wird unglaublich. Auf zur Gelassenheit. Verdammt ja, lass es uns machen. Okay, zurück zur Planung. Ich fühle mich schon entspannter, wenn ich nur daran denke.